Willkommen bei Laura und Mariano und unserer Reise durch Pakistan. In Teil 1 starteten wir an der iranischen Grenze mit der über 1000 Kilometer langen Fahrt Richtung Islamabad, auf der wir rund um die Uhr von der Polizei beschützt werden. Von der Reifenpanne mal abgesehen hatten wir bisher eine ziemlich gut funktionierende Eskorte, ohne viele Wechsel- oder Wartezeiten. Zunächst wurden wir, wie alle Reisende, die über den Landweg kommen, bis nach Quetta gebracht, wo wir am nächsten Morgen zu einer Behörde mussten, um ein spezielles Dokument für unsere Weiterreise zu erhalten. Das hat uns jetzt noch niemand abgeholt, deswegen laufen wir mal vor zu dem Büro, wo wir gestern Abend noch unsere Pässe gezeigt haben und fragen mal, ob uns da jetzt jemand rüberbringt zu diesem anderen Büro. Ja, und dann müssen wir noch mit Polizeieskorte in die Stadt, um SIM-Karten zu kaufen. Wir dürfen hier also nichts ohne Polizei machen. Nee, wir dürfen hier das Gelände nicht verlassen. Und wenn wir was brauchen würden, dann würden wir halt mit bewaffneten Menschen in den Supermarkt gehen. Ja. Okay, nachdem wir eine Stunde in diesem Büro gewartet haben, wo es super laut war, ganz viele Leute, Funkgerät, Leute am Telefonieren, mit uns gelabert, also es war echt wieder so ein lustiges Gewusel. Jetzt sind wir aber hinten in einem Pickup drin und fahren zu dem Home Department, um dieses Dokument zu bekommen. Ja, sind hier wieder gut bewacht. Das ist echt wie in so einem Film. Ich kann gar nicht, das ist so komisch, ich kann gar nicht glauben, dass das gerade die Realität ist. Das ist schon abgefahren irgendwie. Ja, dann können wir uns jetzt dieses ganze Gewusel im Stadtverkehr noch mal ein bisschen in Ruhe hier anschauen, weil wir hier geschützt sitzen und nicht selber fahren müssen. Wir wollen jetzt noch eine SIM-Karte kaufen. Jetzt fahren wir mit einem Polizisten in einem Tuk-Tuk zu dem SIM-Kartengeschäft. Das ist wieder lustig. Wir sind hier hergefahren worden, dann stehen so 5 irgendwie schwer bewaffnete Militärmenschen um uns rum, die uns beschützen, und jetzt fahren wir zusammen Tuk-Tuk. Und hinter uns sind noch Motorräder mit bewaffneten Männern. Ah ja, geil. Oh Gott. Okay, SIM-Karte haben wir jetzt. Jetzt laufen wir zurück zu unserem Eskortenauto. Wir können jetzt hier so ein bisschen eine halbe Freiheit genießen und uns mal ein bisschen die Stadt angucken. Hier ist so der zentrale Bazar. Und weiterhin werden wir von mehreren Motorrädern mit schwer bewaffneten Menschen begleitet, dass wir hier auch sicher spazieren gehen. Unglaublich. Wir werden jetzt hier von 6 Männern bewacht. Wir warten auf das Auto. Aber ich finde es eigentlich ganz praktisch, weil in einem neuen Land ist es halt immer voll schwierig, sich zurechtzufinden, alle Geschäfte und Behörden zu finden, wo man hin muss und zu schauen, wie das alles läuft. Und hier müssen wir nur sagen, wo wir hin müssen, werden da hingebracht bis vor die Tür, kommen immer als Erste dran. Ja, also ist voll nett, aber es ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass wir uns jetzt nicht frei bewegen dürfen. Wir dürfen jetzt nicht weiter rumlaufen oder würden halt noch mehr auffallen, weil wir einfach 6 Begleiter haben. Also ich freue mich auch dann darauf, in ein paar Wochen das dann einfach so alleine entdecken zu können. Aber für die Eingewöhnung ist es voll gut. Ja. So, nochmal grob zusammengefasst, was wir jetzt alles heute Morgen gemacht haben. Was für ein Morgen überhaupt. Also man wird ja mit dieser Eskorte bis nach Quetta auf jeden Fall gebracht, zu dieser Polizeistation. Und dann braucht man dieses NOC-Papier, wobei ich auch immer noch nicht weiß, wofür NOC steht. Aber das ist halt ein Dokument, was sagt, in welche Richtung wir jetzt weiterreisen, wie wir weiterreisen und inwiefern wir dann da begleitet werden. Also bis zum Ende deren Gebiet von Baluchistan wahrscheinlich werden wir immer noch eskortiert. Aber das dann erst morgen. Heute ruhen wir uns erstmal aus. Und dann war es halt noch so, okay, wir wollen noch eine SIM-Karte. Dann sind wir halt dann nochmal mit den anderen Leuten zum SIM-Kartengeschäft. Also es war echt ein spannender Morgen. Und weil die SIM-Karte erst morgen funktioniert, sitzen wir jetzt in der Polizeistation, weil wir haben das WLAN-Passwort bekommen und können jetzt hier im Internet abhängen. Hallo Mami, hallo Papi, uns geht's gut. Können wir wenigstens mal schreiben.
So, liebe Schmuggelfreunde, wir haben jetzt hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Unter anderem mal wieder mit Diesel aufzufüllen. Und diesmal mache ich das ein bisschen besser. Wir haben jetzt hier nochmal eine neue Limo-Flasche. Und jetzt habe ich hier nur hier oben ein Loch. Dann können wir das nämlich hier reinkippen, weil man konnte das gar nicht so schräg machen. Und dann läuft es nicht hinten raus. Hello, how are you? Nice to meet you. कैसे खैरियत है? How are you? Okay. मलक नहीं You're minister of what department? Transport and Transport. ट्रांसपोर्ट बीडीए बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। Okay. provincial minister is. We are Where really are you happy from? to be in Pakistan. We आप- are from Germany. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। Minister said, why Nice to we meet will you. warmly welcome you. Thank you. Thank you very much. आप मेरे साथ अगर खाना खाए तो मैं बहुत खुश हूँ। He said, I will very happy if you come to dinner with us. Wir stehen jetzt hier draußen an unserem Van und haben noch ein paar Dinge erledigt. Unter anderem hilft uns ein Mann, den Reifen zu reparieren. Und dann kommen natürlich noch mal 100 Menschen an, die auch gucken und sich mit uns unterhalten wollen. Und dann kamen noch mehr Leute und die wollten ein Foto mit uns. Und dann haben die gesagt, wir sollen mit zum Essen kommen oder so. Und dann meinten wir, ja, wir können aber nur hier raus mit Eskorte und Security. Und dann meinten sie, ja, wir sind Security, weil vorhin kam hier so ein Minister. Ja, Mariano, da ist der Sohn. Ah, da ist er. Give me your number. So any problem tell me. Das war nämlich der Sohn von dem Minister, mit dem wir dann zufällig geredet haben. Und die ganzen Leute drumherum waren dann auch Security. Die meinten, ja, hatten dann auch eine Waffe dabei und meinten, ja, wir können mit euch losgehen. Ja. Naja, aber ich glaube, wir bleiben erstmal hier. Ja, so läuft das hier in Pakistan. Geil. Random. Willkommen zu einer neuen Episode. Laura zeigt euch, was Laura und Mariano auf ihrer Weltreise von super netten Menschen geschenkt bekommen. Und zwar hat uns jetzt ein Typ mega nett geholfen, unseren Reifen zu reparieren. Das zeigen wir euch aber später, also morgen, weil jetzt ist es schon dunkel. Und dann hat er uns noch gefragt, ob wir noch irgendwas brauchen. Und wir haben halt gesagt, nee, danke, wir haben ja voll viel eingekauft, wir brauchen nichts. Aber er kam natürlich trotzdem mit Zeugs. Einmal einen Sack voll Mais, können wir so über dem Feuer grillen oder so. Eine ganze Tüte voll Gemüse, also Nektarinen, irgendwie Quitten sind es, glaube ich. Und Äpfeln. Und dann noch traditionelles pakistanisches Essen, was halt voll lecker sein soll, wird uns gesagt. Aber da ist halt irgendwie Ziegenfleisch drin, deswegen wissen wir jetzt noch nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Guten Morgen, Ziege. Hallo. Wir haben eigentlich ziemlich gut geschlafen. Obwohl wir mitten in der Stadt sind, war es hier ziemlich ruhig, weil dieses Gebiet der Polizeistation ist ziemlich groß. Also hier sind auch noch verschiedene Gebäude, vielleicht auch noch irgendwie eine Kaserne oder so. Und wir konnten jetzt hier parken, aber es scheint irgendwie so, als wäre das hier die Müllhalde für die Station. Und jetzt laufen ja auch schon so Ziegen und Schafe rum. Gott, da ist eine Ziege unterm Auto. Ja, ich hör's. Was macht ihr da? Unser Morgen ging schon wieder ganz schön wild los. Wir haben schon verschiedene Leute an unsere Tür geklopft, um zu fragen, wer wir sind. Unter anderem eine Person, die Zeitung oder ein Kind, das Zeitungen ausgeteilt hat. Und zwar den Balutchistan Express. Und der ist auf Englisch und ganz viele Leute hier sprechen auch Englisch. Also eben hat ein kleines Mädchen uns gefragt, wo wir herkommen und die sprach auch echt gut Englisch. Das ist jetzt meine spannende Abwechslung, dass wir die Leute einfach direkt verstehen und nicht erst mit Google Translator rumhantieren müssen. Und jetzt können wir uns hier informieren. Wir haben jetzt unsere zweite Nacht bei der Polizeistation in Quetta verbracht und da wir eh nichts angucken können, leider, fahren wir jetzt heute weiter und müssen jetzt aber nochmal zum Polizeigebäude, um nach einer Eskorte zu fragen, damit wir sicher aus Balutschistan rauskommen. Nachts ist es hier richtig kalt, unter 0 Grad ganz knapp. -1 sagt mein Handy sogar. Ich habe eben dann jetzt den reparierten Reifen wieder mit dem Ersatzreifen gewechselt, also alles so wie vorher.
Hoffen wir mal, dass es jetzt hält. Unglaublich, dass er das für uns gemacht hat, so nett. Ja. Okay, wir waren noch kurz im WLAN, haben jetzt hier auch noch unser Dokument bekommen, dass wir jetzt beschützt werden bis nach Job. Und jetzt sind auch hier wieder die schwer bewaffneten Menschen vom Eagle Squad da und beschützen uns jetzt auf dem Weg nach Job. Erstmal müssen wir wieder durch Quetta kommen, das wird erstmal wieder abenteuerlich. Ja, oh je, der Stadtverkehr. Los geht die Reise! Hallo, guten Morgen! So, wir sind jetzt die ersten 2 Stunden gefahren, sind jetzt irgendwie auf so einem Bergplateau, was wieder richtig schön aussieht, so noch voll herbstlich, schon so ein bisschen winterlich, weil nicht mehr alle Bäume Blätter haben. Und hier ist auf jeden Fall auch so eine Gegend, wo ich mir denken würde, hier könnten wir gut irgendwo wild campen. Also zwischendurch kommen halt so Dörfchen und so, aber sonst gäbe es hier bestimmt gute Wege, wo man einfach mal so lang fahren könnte. Schade, dass wir das nicht machen dürfen. Hoffentlich können wir das dann nach der Region Baluchistan irgendwo machen. Und bis jetzt ist auch der Wechsel mit der Polizei die ganze Zeit voll gut. Also wir mussten bis jetzt noch nicht viel oder lange warten. Und bis Islamabad sind es immer noch über 800 Kilometer. Jetzt sind wir bei dieser Polizeistation und es ist das erste Mal, dass wir jetzt 1 bis 2 Stunden auf die nächsten Levis warten müssen. Das ist natürlich voll unideal, weil wir gerne weiterfahren würden, aber das natürlich nicht ohne Begleitung dürfen. Und die haben uns jetzt auch hier voll durch enge Gassen von diesem Ort geführt, um bei der Polizeistation zu stehen. Aber es ist mit unserem Van halt echt so ein bisschen unmöglich. Und dann gab es gerade erst so ein bisschen Diskussion, wie wir den Van jetzt parken und so weiter. Aber das hat sich jetzt zum Glück aufgelöst und alle sind total nett und so. Jetzt gibt es gleich Chai und so und wir müssen jetzt hier einfach warten. Wir machen jetzt Pause, weil die Eskorte nicht kommt. My brother. Oh, welcome, brother. Big brother. Big brother? Oh, okay. Der Polizist filmt uns jetzt. Und der andere guckt unseren YouTube-Channel. Ja. Wir warten jetzt hier auf die nächste Eskorte, aber dauert irgendwie noch eine Stunde. Aber gleich bekommen wir Chai. Ja. Gute Kameraführung, würde ich sagen. Sehr experimentell. Ah. Säcke voll mit Datteln standen und wir haben dann uns direkt so eine Tüte füllen lassen oder die gefüllt bekommen, vielmehr nachdem wir natürlich auch probieren durften. Jetzt warten wir auf die nächste Eskorte am Stadtrand und haben wieder einen Polizisten mit im Auto. Also mal lustig, wie das aber zwischendurch wechselt. Vorhin haben wir ja noch gesagt, dass alles super easy läuft, schnelle Wechsel sind und so weiter. Das ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Jetzt sollten wir wieder runter irgendwie fahren zur Polizeistation, weil es wieder Tee gab. Und wir haben gesagt, wir hatten gerade Tee. Also jetzt ist gerade eher so ein bisschen nervig, weil es dann halt immer dauert. Und die fahren auch irgendwie richtig beschissen. Also bremsen immer oder beschleunigen total. Naja, nicht mehr lange. Jetzt geht's weiter. Jetzt ist so der Zeitpunkt, wo es wirklich nervt, weil gleich ist die Sonne untergegangen und wir wollen ungern, wenn es dunkel ist, weiterfahren. Und jetzt ist es auch so, dass die Wechseln sind echt irgendwie so, würden wir schätzen, irgendwelche Dorfpolizisten. Und wir würden uns ohne die genauso sicher fühlen. Und es ist jetzt echt so ein bisschen, oh, jetzt müssen wir auf die nächste Eskorte warten und die kommen nicht. Und wir werden dauernd zum Chai eingeladen und sind immer so, nee, wir wollen keinen Chai. Wir wollen einfach weiterfahren, ankommen und dieses Land alleine erkunden. Jetzt was richtig Lustiges. Hallo. Ist gerade Sonnenuntergang und unsere Eskorte, die möchten jetzt beten, weil bei Sonnenuntergang wird ja nochmal gebetet. Deswegen haben wir gerade hier bei einer Levi-Station gehalten und dann ist da so ein kleiner eingezäunter Bereich und jetzt beten die und wir sollen kurz warten. So, die letzte halbe Stunde hat uns jetzt noch alle Nerven gekostet. Wir sind echt fix und fertig. Jetzt wissen wir auch, was alle meinen, wenn sie darüber erzählen, dass diese Eskorte einfach nur
furchtbar ist. So 1000 Wechsel, keiner hatte irgendwie richtig einen Plan. Die Leute haben dann auch nicht mehr richtig gut Englisch gesprochen. Das heißt, Kommunikation war voll schwierig. Jetzt stehen wir vor irgendeinem Resthaus, haben sie gesagt. Da wollte der Besitzer jetzt gerade noch unsere Dokumente und ID und so. Und ich war so, nee, sorry, wir sind jetzt 10 Stunden gefahren, haben nicht wirklich Pause gemacht, außer einmal da kurz, haben nicht wirklich was gegessen, sind einfach wirklich ein bisschen durch jetzt. Naja, morgen wollen wir einfach weiterfahren, weil wir sind jetzt echt an der Grenze von Baluchistan und hoffen, dass das dann jetzt ein Ende hat und wir einfach entspannt auf eigene Faust alles ein bisschen angucken können. Yes. We need rest. Acha. There is a rest go. Yeah, I'm sorry, but... Die nervige Eskorte geht jetzt weiter. Wir wurden nachts um 2 oder so, waren die hier und haben sich irgendwie laut draußen unterhalten. Davon sind wir wach geworden. Dann morgens um 5:30 waren die wieder hier, haben sich wieder direkt davor unterhalten, weil die sind davon ausgegangen, dass wir dann morgens um 6 direkt losfahren. Und wir so, hä, wir sind gestern 10 Stunden Auto gefahren. Wir fahren doch jetzt nicht um 6 Uhr morgens wieder los. Haben dann gesagt, okay, um 9 Uhr. Jetzt haben wir gerade nochmal, jetzt stehen die da wieder alle, gefragt, so ja, warum werden wir eigentlich eskortiert? Ist es hier gefährlich? Nein, hier ist es nicht gefährlich. Warum werden wir eskortiert? Ja, also es ergibt einfach keinen Sinn mehr hier. Aber ja, mit denen kann man irgendwie auch nicht diskutieren. Das Englisch ist jetzt auch irgendwie limitiert. Wir fahren dann jetzt bis zur nächsten Levi-Station. Das ist dann ja wieder so eine andere Einheit. Und dann diskutieren wir da nochmal weiter. Weil das einfach langsam echt absurd. Man schaut sich hier jetzt um und denkt sich so, hey, ich will mal über diesen Markt schlendern, ich will mich mal mehr mit coolen Leuten unterhalten, weil uns wird ja auch voll oft gewunken und so weiter. Und es ist einfach unnötig so. Also ich mag einfach Dinge nicht, die keinen guten Grund haben. Und wenn man sagt, es ist nicht gefährlich, ja, dann ist es nicht gefährlich, dann lasst uns in Ruhe. Okay, hier ist jetzt der erste Wechsel. Jetzt sind wir wieder in der Hand der Levis. Die Polizisten trinken da jetzt erstmal gemütlich Kaffee, weil man hat ja hier sonst nichts zu tun, außer Touris zu eskortieren, weil es ist ja nicht gefährlich. Aber trotzdem brauchen wir das. Und es ist natürlich auch ein bisschen doof, weil das sind jetzt auch irgendwelche, zum Teil irgendwelche alten Männer, die nicht so gut Englisch sprechen und die machen einfach ihren Job. Aber es ist halt irgendwie unnötig. Die waren jetzt wieder voll nett. Also es ist irgendwie, ach Mann, eine Achterbahn der Gefühle. Aber er meinte noch 100 Kilometer, dann können wir alleine fahren. Glaube ich jetzt noch nicht, aber mal sehen. Was ja allgemein aber voll interessant ist, dass im Vergleich zum Iran ist die Polizei mega entspannt. Ich meine, wir können in der Polizeistation filmen, wir können da rumlaufen, wir machen die ganze Zeit Fotos mit denen, dürfen die filmen. Und im Iran war es ja so, dass sobald man in der Nähe der Polizeistation überhaupt geparkt hat, wurde man sofort weggeschickt und durfte überhaupt keine Bilder oder Kamera, war ganz schlimm. Man muss dazu aber auch sagen, ich nehme die Polizei auch nicht mehr so ernst, weil man halt noch nicht so viele Horrorgeschichten von willkürlichen Verhaftungen und so weiter in Pakistan gehört hat wie im Iran. Das heißt, ich bin auch so ein bisschen, ja, es ist halt Polizei, die müssen halt irgendwie ihren Job erledigen, aber sind ja auch trotzdem nur Menschen, mit denen man reden kann und so. Und ich meine, im Iran haben wir es auch gemacht, aber da war schon immer so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, wenn die kamen, weil man so dachte, oh Gott, wird man jetzt einfach verhaftet oder was passiert hier? Dann haben wir eben mit dem Polizisten ein bisschen gequatscht und er meinte, die Polizeistation braucht halt Geld und deswegen machen die auch diese Eskorte, weil die dann halt von der Regierung Geld bekommen. Also wir sind quasi so ein Geldmittel für die. Deswegen ist es jetzt auch hier gefährlich und sie müssen uns beschützen. Okay, wir sind jetzt allein unterwegs. Eben meint sie, los, ihr könnt losfahren. Dann dachten wir, okay, da hinten warten dann wieder die Nächsten. Da waren dann auch wieder welche. Aber die haben nur ein Foto von unseren Papieren gemacht und dann konnten wir jetzt auch alleine weiterfahren. Mal sehen, ob das jetzt auch so bleibt. Yeah, Freiheit! Das ist das erste Mal, seit wir in Pakistan sind, dass wir so ein bisschen durchatmen können, weil wir alleine sind und in der Natur und einfach kurz das machen können, worauf wir Bock haben, Beine vertreten und so und diese Landschaft genießen können. Was auch sonst, wir genießen immer die Landschaft.
Eine Sache, die uns bis jetzt ziemlich sauer aufgestoßen ist dieses die ganze Zeit Fotos machen. Und ich habe echt kein Problem, wenn wir im Iran die Leute uns kennenlernen wollen, die auch wirklich ein bisschen interessiert sind, die fragen, können wir ein Foto machen, dann habe ich echt kein Problem damit. Aber es gab jetzt echt hier schon so viele Situationen, wo einfach meine eigenen Grenzen überschritten wurden, weil einfach Fotos von mir gemacht wurden, ohne dass ich gefragt wurde. Und gestern war so eine extreme Situation, wo ein Levi einmal die Tür aufgerissen hat, mir die Hand geschüttelt hat und dann halt so neben mir war und dann ein Selfie gemacht hat. Also der war echt hier. Und er hat halt nicht mal gefragt. Und ich denke mir so, du kannst doch einfach wenigstens nett fragen. Und im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte einfach sagen sollen, geh weg und so. Und ich habe dann auch nicht mehr nett gelächelt. Und ein anderer, der mit bei uns im Auto saß, ich saß halt auf dem Bett und war so am Handy. Und dann hat er auch die ganze Zeit Selfies gemacht, wie ich da in meinem privaten Zuhause. Ich meine, ich saß auf meinem Bett so, hat er einfach die ganze Zeit Fotos gemacht. Und ich denke mir einfach so, frag doch wenigstens. Und ich habe davor schon bei einem Foto so gemacht und er hatte ja schon 1000 Fotos. Also da werde ich demnächst auf jeden Fall öfter auch einfach sagen, nee, sorry Leute. Und bin jetzt auch schon ein paar Mal einfach weggegangen, wenn ich so gemerkt habe, jemand macht ein Foto oder hat mich hinterm Vorhang versteckt, weil ich finde, das überschreitet einfach Grenzen und Nein heißt Nein und das haben die dann auch zu akzeptieren. Ganz am Anfang hinter der Grenze nach dem Iran war das noch gar nicht so. Da haben wir uns noch gewundert, warum wollen die eigentlich kein Foto mit uns? Aber jetzt wurde es langsam echt extrem und ich verstehe nicht ganz, weil wir sind Nummer 503 und Nummer 504 dieses Jahr. Das heißt, hier kommen ja ständig westliche Touris vorbei. Ich verstehe nicht, wie das jetzt noch irgendwie was Besonderes für die ist und dass die ständig ein Foto wollen, weil es sind doch so viele. Yay! Freiheit! Wir sind in Pakistan! Woo! Jetzt hat die nächste Polizeieskorte uns wieder eingeholt, weil ja angeblich die Taliban in diesem Canyon und so unterwegs sind. Wir glauben das alles jetzt nicht mehr so richtig, aber wir haben auch einfach keine Wahl und freuen uns jedes Mal, wenn wir mal alleine unterwegs sein dürfen und hoffen, dass es dann wirklich spätestens nach Islamabad vorbei ist. Puh, wir haben uns dann leider doch ein bisschen zu früh gefreut. Surprise. Jetzt wurden wir schon wieder mehrere Stunden lang eskortiert und überall ist es extrem gefährlich. Jetzt Aber nur manchmal, weil Ja. wenn sie dann irgendwie nicht schnell genug eine Eskorte haben, dürfen wir auch manchmal ein paar Kilometer alleine fahren. Dann ist die Region plötzlich nicht mehr gefährlich. Naja, jetzt sind wir hier in einem Dorf. Wir wollen jetzt nach 6 Stunden nicht mehr weiterfahren, weil wir haben ja auch nicht gut geschlafen, müssen auch noch ein bisschen arbeiten und so weiter, Sachen erledigen und wollen jetzt einfach hier eine Pause machen. Aber hier ist es in der Stadt super gefährlich, das geht nicht und jetzt kommt gleich der Polizeiboss irgendwie vorbei. Ja. Also wir sollen noch weiterfahren, weil das, glaube ich, Ja. so deren Plan ist und so lange zu triezen, bis es Kommunikation ist auch richtig schlecht. geht. Ja, und also es wird halt auch kein Nein akzeptiert. Und wenn halt gefragt wird, wie weit möchtet ihr fahren oder wo möchtet ihr hin und wir sagen den Namen des Dorfes, dann wird halt 5-mal nochmal gefragt und wir beharren halt jetzt da drauf und sagen jetzt nicht Islamabad, weil wir wollen einfach jetzt nicht noch 300 Kilometer weiterfahren. Nee. Also, es ist einfach richtig nervig. Richtig unkoordiniert, wir wollen euch damit jetzt aber auch nicht ewig lange zutexten. Nee, deswegen beenden wir das hier mal. Oder das sagt Wir man ja auch versuchen noch. das noch durchzustehen und erfreuen uns zwischendurch an diesem bunten LKW. Und die Menschen sind schon nett, die können da ja auch alle nichts für. Ja, aber, Aber es gut. ist auch überall gefährlich. Pro darf es. Pro darf es. Letztes Update, wir können hier nicht bleiben in der Stadt, weil vor 2 Tagen angeblich irgendwie so eine Terrorattacke war. Wir müssen jetzt noch eine Stunde, also wahrscheinlich 2 Stunden, weil diese ganzen Wechsel dauern immer so lange, Kommunikation ist sehr schlecht. Ja, müssen wir noch weiterfahren. Wir haben aber unseren Ärger Luft gelassen, denen erzählt, wie blöd wir das alles finden. Haben sich auch dafür entschuldigt, bla bla bla. Und haben uns jetzt hier so lustige Getränke gegeben. Das sieht sehr spacey aus. Die trinken wir jetzt hier. Werden gerade hier schon wieder eingetragen mit unseren Pässen. Stehen hier bei der Militärkaserne, Station, was Ja. auch immer und es dauert wieder ewig, deswegen dauert es halt nicht nur eine Stunde. Also danke fürs Zuschauen. Hello, brother. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Hello. Hello. How are you? Und in der nächsten Folge aus Islamabad. Wir schlendern über den lokalen Markt, erledigen einige Reparaturen
und wir geben Pakistan noch eine letzte Chance, ob Reisen mit dem Van überhaupt möglich ist. Jetzt wollten wir eigentlich ja nur gemütlich spazieren gehen. Zack, ist die Polizei wieder da und meint, es ist too dangerous. Das aber alles nächste Woche. Bis dahin, euch eine gute Zeit.